Let us start off with prayer. Lasst uns anfangen mit einem Gebet. Lord, we are so grateful that we have this wonderful opportunity of coming into your presence. Heiland, wir sind dir so dankbar, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. We are happy to have you present here as well through your Holy Spirit. Wir danken dir, dass du auch anwesend bist durch deinen Heiligen Geist. And we pray that you will, through your Holy Spirit, open our minds to receive the truth. Und wir bitten dich, dass wir durch den Heiligen Geist die Möglichkeit bekommen, dich zu verstehen, die Wahrheit zu erkennen. We also pray that you will open our hearts so that we will be willing to accept that which your Spirit guides us to hear. Wir bitten dich auch, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das annehmen können, wozu dein Geist uns leitet. Lord, as an instrument in your hand, Heiland, als Werkzeug in deiner Hand, I pray that they will not be listening to me, bitte ich, dass sie nicht auf mich hören, but please let them listen to your Holy Spirit. aber dass jeder bitte auf deinen Heiligen Geist hören I möge. pray this in Jesus' name. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen. I am so sorry that I cannot address you personally in German. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht auf Deutsch begrüßen kann. I do understand German very well. Ich verstehe es sehr gut. I live in an ex-German colony, Namibia. Ich wohne in einer früheren deutschen Kolonie in Namibia. I actually do speak German, Tatsächlich spreche ich ein wenig Deutsch, but it is kitchen Deutsch. aber es ist Küchendeutsch. So I can make myself understandable at most. Also meistens schaffe ich es, dass die Leute mich verstehen. And that actually goes as a negative towards me, Und das ist eher was Negatives bei mir, because my family comes from Germany. weil meine Familie kommt eigentlich aus Deutschland. My great-great-great-great-great-grandfather way back comes from Wetter, Luttringhausen, Remscheid, Dortmund, over there. Ihr habt es gehört? Yeah. And so they are there. Even so, my one family member in Luttringhausen is the Kirchenmeister of the Lutheran church there. Oh, ihr seht, also der Kirchenmeister in Lothringen ist Herr mit ihm verwandt. Johann Neveling. Johann Nevelin. Yeah. And so I should have been able to speak German, Also sollte ich eigentlich in der Lage sein, Deutsch zu sprechen. but unfortunately the best I can do is kitchen Dutch. Aber leider ist das Beste, was ich euch anbieten kann, Küchendeutsch. So I am very thankful for a translator. Deshalb hat er einen Übersetzer. So we're going to talk about cell phone evangelism, and this is an absolute fantastic thing. Wir sprechen heute über Handy-Evangelisation und das ist was ganz Tolles. You see, I've always wondered about this. Ich habe schon immer darüber nachgedacht und fabuliert. I studied theology, Ich habe Theologie so I studiert. am a pastor. Also ich bin ein Pastor. I'm not an engineer, like they said this morning. I'm a pastor. Ich bin kein Ingenieur, wie heute Morgen gesagt wurde. Ich bin Prediger. But I then left the study field. I went out of seminary. Also ich bin dann raus aus der Universität, aus dem Studienfeld. And then I worked in computers. Und dann habe ich mit Computern gearbeitet. One of the programs that I wrote together with a Chinese gentleman called Willie Song Ein Programm, das ich mit einem Chinesen namens Willie Chong geschrieben habe, was the program that actually determines the numbers on containers, these freight containers, these 20-foot and 40-foot freight containers. also die großen Frachtcontainer, da diese Nummernreihenfolge, das haben wir programmiert. So you have this 4 alphabetical characters, and then you have the number, and then the last number is normally in a square. Also ihr habt die 4 Buchstaben am Anfang, dann ein paar Nummern und dann habt ihr die letzten paar Nummern in so einem Quadrat. And if I have that number in that square and the first 4 letters, I can tell you exactly where that container is in the world even today. I can tell you what's inside that container. I can tell you what the bill of lading is. I can tell you what the security clip is. I can tell you absolutely everything by having that number and those 4 letters. Also nur anhand der ersten 4 Buchstaben und dieser Nummer in diesem Kasten kann er euch alles sagen, wo der Container ist, wo der herkommt, wo er hingeht, was drin ist, wie die Security Codes What sind, ship it's on, when it's going to arrive, all of that kind auf of. welchem Schiff das ist, alles. So I know about computers. That's what I'm trying to tell you. Also was ich euch versuche zu erklären ist, ich habe Ahnung von Computern. Then
I was called to go and work for a radio. Dann wurde ich gerufen, für ein Radio zu arbeiten. So I worked with radio and television for 17 years. Also ich habe für 17 Jahre beim Radio und beim Rundfunk gearbeitet. I really understand radio. Also ich verstehe auch Radio wirklich gut. And so at one point in time I decided I've done my bit for the community. Irgendwann habe ich dann entschieden, ich habe meine Schuldigkeit an der Gemeinschaft getan. Now I am going to spend my time working for the Lord full time. Jetzt verbringe ich meine Zeit damit, Vollzeit für den Herrn zu arbeiten. And so I was trying to do evangelism inside of Namibia, Also habe ich versucht, innerhalb von Namibia zu evangelisieren. but I was always wondering about this one thing. If there's more people born per day than we can tell about the gospel, how are we going to finish this work? Ich habe mich immer gefragt, es gibt jetzt schon so viele Leute, dass wir es gar nicht schaffen, mit allen zu sprechen darüber, wie sollen wir jemals alle erreichen, um die Arbeit zu Ende zu bringen. Any idea? Habt ihr irgendwelche Ideen? It's actually impossible. Eigentlich ist es unmöglich. Not on normal methods. Also nicht auf normalem Weg. So I volunteered to go and preach a series of evangelistic sermons in the country called Georgia. Also ich habe mich freiwillig gemeldet, in Georgien eine Evangelisationsreihe zu predigen. And night after night, as I was preaching those sermons, Und Abend für Abend, als ich die Predigten gehalten habe, I understood that this is fantastic quality sermons and this is what I can use in Namibia. und ich habe festgestellt, das sind eigentlich tolle Predigten und genau die werde ich in Namibia benutzen. And as I was preaching and studying, and in the day I had nothing else to do but prepare my sermon, and then there was nothing else to do. Also immer wenn ich studiert habe und gepredigt habe und das vorbereitet habe, weil in der Zeit hatte ich nichts anderes zu tun. And then the Lord started speaking to me. Und dann hat der Herr angefangen, durch mich zu sprechen. He said, "But don't you have radio experience?" Also er hat gesagt, hast du nicht Radioerfahrung? Yeah, I do. Doch, habe ich. He said, "Well, what have you got there in your pocket?" Und dann sagt er, was hast du denn da in deiner Tasche? I said, "Well, actually, I've got a radio." Ich sag, tatsächlich habe ich hier ein Radio. You see, you call it a handy, Ich weiß, ihr nennt es ein Handy, but it's a radio. aber es ist ein Radio. It's got a transmitter and it's got a receiver. It's a radio. It's It's- not a telephone. Es hat einen Transmitter und einen Empfänger, also es ist ein Radio. And I said, "Wow, Lord, thank you so much. Und ich sage, danke Herr, I know about broadcasting." ich weiß über weite Streuung, And then the Lord said to me, "But haven't I trained you in computers?" aber habe ich dich nicht auch in Computertechnik ausgebildet? I said, "Wow, I've got a computer in my hands. Das ist ja noch besser, ich habe auch einen Computer hier in meiner So Hand. I've got a radio and it's a computer." Also habe ich hier ein Radio und einen Computer. And then I could put the things together. Und dann konnte ich diese Puzzleteile zusammenfügen. And in Georgia, in the town called Tel Aviv in Georgia, Und in Tel Aviv in Georgien, through God's direct intervention, durch Gottes direktes Eingreifen, I developed cell phone evangelism. habe ich Handy-Evangelisation entwickeln dürfen. I went home to Namibia Ich bin dann nach Namibia zurück and I told the people I'm going to do an evangelistic series, but I'm going to do it on cell phone. und ich habe ihnen erzählt, ich werde eine Evangelisation halten, aber über mein Handy. They said, "You're mad. Sie haben gesagt, du bist verrückt. How are you going to do the follow-up? How are you going to do the visitations? How are you going to make the calls? How do you know where the people are going to come from? How are you going to do this?" 10,000 questions. Sie hatten zehntausende Fragen, wie willst du das machen und das machen und das machen? Wie machst du die Nachbearbeitung? Wie willst du die Leute an der Haustür besuchen? Wie geht das alles? I said, "Don't you worry, I got it." Und er sagt, macht euch keine Sorgen, ich habe eine Idee. We did our first series. We sent the messages out to 1,350 people. Wir haben die erste Serie gemacht und haben das zu 1350 Leuten geschickt. 350 of them accepted the Lord Jesus and was baptized. 350 davon haben die Botschaft angenommen und Jesus Christus und sind getauft worden. That was amazing. Das ist Wahnsinn. So from there it developed. Also, aufgrund dessen habe ich Folgendes entwickelt. Now, I did nothing Ich habe nichts anderes gemacht, that Jesus didn't do when he was on earth. als das, was Jesus gemacht hat, als er noch auf der Erde war.
What did Jesus do? Was hat Jesus getan? He went to the marketplace. Er ist auf den Marktplatz gegangen. That was in the center of town, or alternatively in the gate of the town. Also das war entweder im Stadtzentrum oder am Tor der Stadt. And then what did he do? Und was hat er dann getan? Then he found out what the needs of the people were, Und dann hat er herausgefunden, was die Bedürfnisse der Leute vor Ort waren. who were sick, who had problems, and so on. Wer krank war, wer Probleme hatte und so weiter. And then what did he do? Und was hat er dann getan? He addressed those needs. Er hat das angesprochen. And then Und dann? he taught them. Because once he addressed their needs, they were open to be learned, be taught. Und dann hat er sie gelehrt, weil nachdem sie einmal offen waren, konnte er ihnen Sachen beibringen. And once he had done that, he said, "Come and follow me." Und nachdem er das gesagt hat, sagt er, kommt und folgt mir nach. So that's the plan. That's what works. Das ist, There's also, nothing else that works. das ist der Plan, das ist das, was funktioniert. Und um ehrlich zu sein, alles andere funktioniert nicht. Sometimes we try and be clever, Manchmal versuchen wir, schlauer zu sein. and we try all kinds of other methods, Und wir versuchen alle möglichen von Methoden. and they don't work. Und sie funktionieren nicht. And we wonder why. Und wir fragen uns, warum. But Jesus gave us the method. Aber Jesus hat uns die Methode That's the gegeben. method. So how do we do it on cell phone evangelism? We do exactly what Jesus does. Also mit der Handy-Evangelisation machen wir genau das, was Jesus We getan go hat. to the marketplace. Wir gehen an den Marktplatz. But where's the marketplace? Aber wo ist der Marktplatz? Here's the marketplace. Hier in unserer Hand. That's the marketplace. Social media. Das ist der Marktplatz. Das If sind you want to soziale find the Medien. people today, you find them on here. Wenn ihr die Leute heute finden wollt, findet ihr sie hier. So we went to the marketplace. Also sind wir zum Marktplatz gegangen. And between when I developed it the first time and now, we have developed it a targeted marketing approach. Also von den Anfängen, wo wir es zum ersten Mal gemacht haben, zu jetzt, haben wir immer mehr Sachen angewendet, die Marketing entsprechen. So when we go in now to train people, churches, conferences, unions, whatever, when we go in to train them, Und wenn wir heute die Leute ausbilden, also Vereinigungen, Gemeinden, was auch immer, wenn wir sie ausbilden, we can assist them to get people that are searching for the truth dann können wir ihnen dabei helfen, genau die Leute, die nämlich nach der Wahrheit suchen, within a 10-kilometer radius from them. im 10-Kilometer-Radius. How many people do you think we can get within a 10-kilometer radius? Was denkt ihr, wie viele Leute schaffen You wir es know zu kriegen? Germany. So we're talking about Germany. We're not talking about Japan or Africa or a third world country versus a one world country. You know Germany. If you think I'm going to do a marketing approach right here, this is Germany. I'm just going to give 10 kilometers around here. How many people do you think I'm going to get? Okay, wir sind hier in Deutschland und ihr kennt Deutschland, wie das alles aussieht. Wir sind nicht irgendwo. Und wenn wir jetzt hier diesen Ort nehmen und 10 Kilometer Radius um uns herum nehmen, was glaubt ihr, wie viele Menschen werden wir finden? Hier in Kreling und Umgebung. Anybody? Irgendjemand? Take a wild guess. 1000. Okay. 1000. Any other guesses? Andere Schätzungen? We have to shut down our marketing within 3 days, then there's too much people. Wir müssen also nach 3 Tagen unser Marketing abschalten, weil wir schon zu viele Leute haben. That's how many people are searching for Jesus. So viele Leute suchen aktiv nach Jesus. I'll give you the worst example I've ever had. Ich gebe euch mal das schlechteste Beispiel, was ich erlebt habe. Japan. Japan. You know Japan is not Christian. Ihr wisst, Japan ist nicht christlich. When I went to Japan to do the training, they said to me, "It'll never work here, Neville, never." Und als ich da hingegangen bin, um sie auszubilden, haben sie gesagt, Neville, es wird niemals funktionieren. They said, "We are very private people, we Japanese. Wir Japaner sind wirklich sehr private Leute. We don't use WhatsApp. Wir nutzen kein WhatsApp. We don't give out our telephone numbers. Wir geben unsere Telefonnummern nicht raus. We don't need Jesus. Wir brauchen Jesus nicht. We are rich enough. Anything breaks, we fix it within a week." Wir sind reich genug. Wenn irgendwas kaputt geht, wir machen es innerhalb von einer Woche wieder ganz. They said it will not work here. Ich sage, das funktioniert hier nicht. I said, "All right, let's make an experiment. Ich sage, alles klar, lass uns I'm going to das start the ausprobieren. training now, but before I start the training, I'm going to put an advert out on your social media in English. Is that okay?"
Also bevor wir anfangen, würde ich gerne Werbung auf eurem Account machen und auf Englisch. Wäre das okay? Not in Japanese, you know, that little spaghetti writing, you know? Also- Not like that, no, English. Nicht in Japanisch, ihr wisst, diese Spaghetti-Zeichen. Nein, nein, Englisch. Okay? They laughed at me. They said he's going to be taught a lesson. Sie haben ihn ausgelacht und gesagt, der wird seine Lektion schon noch lernen. I said, by the end of the day, we will see how many people have responded. Und ich habe gesagt, am Ende des Tages werden wir sehen, wie viele Leute darauf reagiert haben. At the end of the day, there were 39 people saying, we want Bible studies. Am Ende des Tages haben 39 Leute gesagt, wir wollen Bibelstunden. I said, now we're going to do something else overnight. I'm going to send out the first Bible study tonight in English, not in Japanese. And by the morning, we're going to see how many responses we have. Und jetzt machen wir Folgendes. Über die Nacht geben wir die erste Bibelstunde raus, auch wieder auf Englisch. Und dann gucken wir, was passiert. They laughed. They said, okay, you were lucky with the 39, but tomorrow morning there will not be one. And in fact, everybody will cancel because they'll see that you are talking about Jesus. Und sie haben ihn schon ausgelacht und haben gesagt, naja, lass mal sehen, weil die 39, das war nur Glück. Und am Ende wirst du niemanden mehr haben, weil sie dann sehen, es geht um Jesus. The next morning we opened up. Am nächsten Morgen haben wir den Computer angeschaltet. First message, Erste Nachricht. Cindy Yamamoto, Cindy Yamamoto, Tokyo Prefecture. Tokio, ja, eine offizielle Mitarbeiterin der Stadt. I want to join your church. Where is your church? Ich möchte Mitglied eurer Gemeinde, eurer Kirche werden. Wo ist sie? You see, we forget God is in control. Was wir vergessen ist, Gott hat alles in der Hand. So then we did a proper marketing campaign. Und danach haben wir eine ordentliche Marketingkampagne gemacht. In 3 days' time, In nur 3 Tagen they had 14,000 people applying for Bible studies. haben sich 14.000 Menschen für Bibelstunden eingetragen. That was my worst. Das ist das schlechteste Beispiel, was ich erlebt habe. So I can tell you, even here in Germany, we will have more than that. Also kann ich euch sagen, auch hier in Deutschland, wir werden mehr davon haben. And the time is perfect Und der Zeitpunkt ist perfekt, because the people are asking the questions because of COVID and because of all the wars upgoing here in Ukraine and because of all the nonsense of Klaus Schwab and his WF and all the nonsense of this and all the nonsense of that. All the people are saying, what is going on? und zwar deshalb, weil die Leute fragen sich, was los ist. Nicht nur wegen Covid und den Kriegen und Klaus Schwab und was weiß ich, es passiert so viel und die Leute fragen sich, And was we have passiert the hier? answers. Und wir haben die Antworten. So, cell phone evangelism, I can tell you, is the only way that we can reach the people all in a very short time. Ich kann euch sagen, die Handy-Evangelisation ist das einzige Mittel, wo wir fast alle Menschen in wirklich keiner Zeit erreichen können. Subsequently, we have done research. Wir haben auch da Nachforschungen gemacht. For every one message I send out to a person, Für jede Nachricht, die ich an eine Person schicke, on average, it gets sent out to 11 other people. wird es im Schnitt an 11 weitere ausgesendet. I couldn't measure past that, Danach konnte ich nicht mehr messen. but I know first level and then second level, 11 more. Und ich wusste, erstes Level ich, zweites Level 11 mehr. So you can work out and you can make the sums for yourself. Und How quickly, if I sent out 1,350 times 11, and if they sent out, I don't know, but you can see how quickly, you know how things spread on your phones. Und ich meine, ihr könnt selber die Mathematik dahinter machen. Wenn ich das jetzt an 250 Leute rausschicke und jeder 11 weitere macht und wie es dann weitergeht. So indeed, on cell phone evangelism through Adventist World Radio, there's no walls, no borders, and absolutely no limits. Und tatsächlich, durch die Handy-Evangelisation zum Beispiel über AWR, gibt es keine Mauern, keine Limits, also keine Grenzen. So at Adventist World Radio, when we do the training, we can do training privately. We can train you as a person privately. That's not a problem. We can do that. And we can show you how that works. And it's very easy. It's not difficult. And we help you with everything. And you need about 1 hour a day. That's all you need. If you've got 1 hour a day, you can become a cell phone evangelist.
and you will have some interesting experiences, I can assure you. Also wir bei Adventist World Radio, wir können auch Einzelpersonen ausbilden und das kostet euch etwa eine Stunde am Tag und ihr werdet tolle Erfahrungen machen können. But what we do like is that we'd like to train churches and we like to train conferences and we like to train unions because it's even better. Aber was wir tatsächlich machen wollen, ist ganze Gemeinden oder Unionen oder Divisionen zu unterrichten, weil das ist natürlich viel effektiver. In a case like that, we really need to identify people that can act as team leaders, people that can act as campaign leaders, and people that can assist with translating material. Und dafür brauchen wir natürlich Leute, die in Führungspositionen arbeiten können, um andere zu organisieren und zu motivieren und natürlich auch Übersetzer. Just going to move forward a little bit. Ich werde So, ein bisschen nach vorne spulen. our motto at Adventist World Radio is broadcast to baptism. Das ist unser Motto: vom Radio zur Taufe. Broadcast refers to the inspirational content that we share with the world. Also über das Broadcast haben wir natürlich den Inhalt, den geistlichen, den wir mit der Welt teilen möchten. And baptism is the fruit of the connection we make with those that appreciate that content. Und die Taufe ist nur das Ergebnis aus der Verbindung oder der Verbindung, die wir mit den Leuten machen, die durch die Information entstehen. And both these elements are important in bringing precious souls to Jesus. Und beides ist notwendig, dass es zusammenarbeitet, dass wir wertvolle Seelen zu Jesus bringen. You see, we can do a lot of things. Ihr seht, wir können wirklich viel tun. And I know a lot of people that do a lot of good things. Und ich kenne viele tolle Leute, die viele gute Dinge tun. You can send out little messages on your cell phone, you know, those little pictures. Ihr könnt diese kleinen Bildchen auf eurem Handy You know, schicken. Jesus loves you and all the rest of it. Ja, Jesus liebt euch mehr als alles andere. There's nothing wrong with that. That's good. Das ist nichts Schlechtes, das ist gut. But the experience is nobody makes decisions. Aber unsere Erfahrung ist, keiner macht Entscheidungen. Basically, that's a waste of time. Tatsächlich ist es Zeitverschwendung. If it has not led anybody to make a decision to decide to follow Jesus, Weil es im letzten Endeffekt It's keine a waste of Entscheidung time. gemacht hat. Und wenn es keine Entscheidung bringt, jemanden zu Jesus zu führen, ist es Zeitverschwendung. so in order to make life-changing connectors, three things must happen. Also um lebensverändernde Veränderungen hervorzubringen, brauchst du 3 Dinge. The first one is we need to find people with needs. Das erste ist, wir müssen Menschen finden, die Bedürfnisse haben. We need to minister to those needs. Und wir müssen ihnen dienen in diesen Dingen, die sie brauchen. We need to gain their trust. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. That's important stuff, that. We never baptize strangers. We always only baptize friends. Und das ist wichtig, weil noch nie haben wir jemand Fremden getauft, sondern So immer that's nur very Freunde. important. Weil das ist wichtig. So Christ's methods alone, that's what I told you, and we find that in the ministry of healing. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Allein die Methode Jesu, allein wird Erfolg bringen. The Savior mingled with men as one who desired their good. Der Heiland hat sich mit denen vermengt, und hat ihnen nur das Beste gewollt. He showed his sympathy for them and he ministered to their needs and he won their confidence. Er hat ihnen Sympathie entgegengebracht, hat ihnen gedient und so ihr Vertrauen gewonnen. And then he bade them follow me. Und dann hat er sie gebeten, folge mir nach. So we can see those highlighted out there on the screen now. Und wir können das jetzt hervorgehoben am Bildschirm sehen. Now I'm so glad for the lesson study of this quarter, Also ich bin so dankbar über das, was ich da gelernt habe. because the lesson study of this quarter, already in the first lesson, it tells us that we really need to love the people out there. Weil schon in der ersten Lektion lernen wir, dass wir die Leute da draußen lieben müssen. And that's the first very important thing that you got to understand. You need to love everybody. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Als allererstes, jeden sollten wir lieben. Because there's only one nation, Weil es gibt nur eine einzige Nation, there's only one heaven, nur ein Himmel, there's only one temple, nur ein Tempel, there's only one God. nur ein Gott. Whether you like it or not, that's how it is. Ob ihr das mögt oder nicht, aber so ist es. So
I preach a sermon in which I tell the people, especially in Africa, I said, look, you got to understand this very, very clearly. The moment you accept Jesus, you better understand that you are not a Kenyan anymore. You are not a Nigerian anymore. You are not a Zambian anymore. You are not a South African or a Namibian. You are now a citizen of heaven. Und das ist das, was ich speziell Leuten in Afrika als erstes beibringe, ist, ihr seid jetzt nicht mehr länger Nigerianer oder aus Simbabwe oder aus Tansania oder aus Südafrika. Ihr seid jetzt Bürger des Himmels. You are now standing under another authority. Ihr steht nun unter einer anderen Autorität. You are standing under King Jesus. Ihr seid Nachfolger Jesu, vom König Jesu. You are not speaking German anymore or Spanish or Greek or Afrikaans. It doesn't matter. Ihr sprecht nicht mehr Deutsch oder Griechisch oder Afrikaans, oder es ist egal. Because the language of heaven is praise and worship. Weil die Sprache des Himmels Anbetung ist und Lobpreis. And you had better learn that language. Und diese Sprache sollten wir lernen. Because that's what you're going to do, praise and worship. Weil das ist das, was wir tun werden. Anbeten und preisen. So you've got a different authority, you've got a different language, and you've got a different, you feel different. The country it's a different country, it's a different language, different authority, different everything. Also ihr habt eine andere Sprache, eine andere Autorität. Alles ändert sich quasi. And you need to understand that. So everybody that accepts Jesus falls under that banner. That makes them, listen very carefully, it doesn't make them strangers that are part of your nation. Also das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind jetzt alle unter einem Banner. Wir sind nicht mehr Fremde in einer Nation. It makes them brothers and sisters. Es macht sie uns zu Brüdern und Schwestern. Family. Familie. This week's lesson. Das haben wir diese Woche gelernt. Family. Familie. Direct family. Your brother, your sister. Und zwar enge Verwandtschaft. Dein Bruder, deine Schwester. So even though you are sitting here in this room, and maybe I haven't met many of you, I know Gabriel, and I know he's my brother, and I know Mariana or Gabriela. What's your name again? Gabriela, yeah, Gabriela. I know Gabriela, and I know how she loves playing the piano, and I can tell you that she really gets carried away when she's in front of that piano, and she loves the book that she presents because she's my sister. Und wir sind nicht mehr Fremde. Ich hatte zwar nicht die ganze Zeit mit euch zu reden, aber ich kenne auch hier Leute, zum Beispiel Gabriel und Gabriele. Und sie sind meine Geschwister, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Bei der Gabriele weiß ich, sie spielt wunderbar Klavier und sie liebt die Bücher, die sie übersetzt, weil sie wirklich dahinter steht, weil sie meine Schwester ist. Deshalb weiß ich das. So you gotta get it. You are my brother and you are my sister. Das ist das Geschenk, das wir erhalten haben. Du bist mein Bruder, And du bist all of meine us Schwester. have God as our Father. Und jeder von uns hat Gott als seinen Vater. So I need to love everybody out there, even if it's the guy sleeping under the highway. Also, meine Aufgabe ist es, jeden da draußen zu lieben, selbst wenn es der ist, der unter der Autobahn haust. Even if it's that dirty guy that's sitting in the subway. Selbst wenn es der schmutzige Typ ist, der in der U-Bahn-Station sitzt. And whether he's yellow, red, brown, black or white, it doesn't care. Und egal welche Hautfarbe er hat, das ist völlig egal. He's my brother or she's my sister. Er ist mein Bruder oder sie ist meine Schwester. So the first important thing is, in terms of this, you can see this. The Savior mingled with men as one who desired their good. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Der Heiland hat sich mit denen abgegeben, die ihn begehrt haben und hat ihnen nur das Beste begehrt. He loved every single one of them, Er hat jeden Einzelnen geliebt, even if he knew they would betray them. selbst, dass er wusste, dass sie ihn betrügen. So, you and I need to love everybody out there. Deshalb, jeder von uns sollte jeden draußen lieben. So let's see how we can apply this method of Christ. Lasst uns schauen, wie wir Jesu Methode anwenden können. First thing we do is we say,
we invite people to connect with you and they have a need by asking questions such as, Also das Erste ist, wir verbinden uns mit Leuten und sie haben dann Fragen wie zum Beispiel, oder stellen ihnen Fragen wie zum Beispiel. basically we only have 3 questions. Eigentlich haben wir nur 3. The first question we ask people is, can I pray for you? Die erste Frage ist, kann ich für dich beten? Is there anything that I can pray for you? Gibt es irgendwas, wofür ich für dich beten kann? I put this out on my Facebook page just 3 days ago. Ich habe das erst vor 3 Tagen auf meine Facebook-Seite gemacht. I have a cousin, not direct, he married my cousin. So, yeah, whatever. But he's a cousin. Ich habe einen Cousin, nicht direkt einen Cousin, er ist verheiratet, aber Cousin passt. He's an atheist. Er ist ein Atheist. And for years, he's never spoken to me at all. Und seit Jahren hat er überhaupt nicht mit mir gesprochen. I haven't spoken to him. His wife, who was really my father's sister's child, my cousin, she died several years ago of cancer. Und seine Frau, also mit der ich dann verwandt war, hatte ich auch schon länger nicht mehr gesprochen und sie ist vor ein paar Jahren an Krebs So we haven't gestorben. spoken. Deshalb haben wir nicht gesprochen. But a couple of days ago, when I put this up, is there something I can pray for you? Aber als ich vor ein paar Tagen das hochgeladen habe, kann ich für dich beten. This hardened atheist writes me a letter this long. Dieser Atheist hat mir so einen langen Brief geschrieben. He says, yes, you can pray for me. Und er hat gesagt, du kannst für mich beten. And while you're praying, pray for my friend who lost his hand. Ask God to give him a new hand. Und während du betest, bete für einen Freund, der hat seine Hand verloren, dass er eine neue Hand bekommt. All kinds of things like that. Typical of an atheist. All diese Dinge, typisch für einen Atheisten. Don't know. I hope it's not mine. It is mine. It is yours. Okay. Oh, it's also mine. Anyway, Okay. so typical of him. Arrogant and all kinds of things like this, like really challenging, you know? Also all diese Dinge, die wirklich schwierig sind und herausfordernd sind. And of course, we can react in a couple of ways. Und natürlich können wir auf mancherlei Weise reagieren. We can like really slam him and say, Angus, you know what? Get off my page. I don't want to listen to your nonsense, or, you know, you're just being, you're being difficult. Just keep quiet. Wir können letztendlich sagen, lass mich doch in Ruhe, du hast auf meiner Seite nichts zu suchen, wir können ihn einfach wegscheuchen. I can also block him off my page. Ich kann ihn auch blockieren. So that's the easy way out, right? Das ist der einfache Ausweg, oder? But there's a better way. Aber es gibt einen besseren Weg. I love him. He is my brother. Ich liebe ihn, er ist mein Bruder. He's not my cousin, he's my brother. Er ist nicht mein Cousin, er ist mein Bruder. And Jesus also died for him. Und Jesus ist auch für ihn gestorben. So I wrote him back. I said, Angus, I can understand your bitterness. Also habe ich ihm geantwortet, Angus, ich kann deine Bitterkeit verstehen. I understand that you've been hurt in your life. Ich kann verstehen, dass du in deinem Leben verletzt wurdest. Angus, I want you to know that God loves you despite what you've just said. Und ich kann dir eines versichern, Gott liebt dich, egal was du gerade gesagt hast. And I want you to know Und ich will, dass du weißt, that if you listen to his voice, wenn du auf seine Stimme hörst, you too can be blessed with eternity. kannst auch du für die Ewigkeit gesegnet werden. Angus wrote me back. Angus hat geantwortet, Said, you got a point. sagt, da hast du nicht ganz unrecht. We'll see how that materializes. We'll see how that goes. But everybody, even an atheist, a staunch atheist like Angus, Mal sehen, wie das weitergeht. Aber selbst ein halsstarriger Atheist, they have something for you to pray about. selbst die haben etwas, worum ihr beten könnt. I've never met anybody, Ich habe keinen getroffen, not even from Islam. noch nicht mal von Island. If I ask them, can I pray for you? Yes, you can pray for me. Wenn ich frage, soll ich für dich beten oder kann ich was für dich beten? Ja, bitte. Yeah. Everybody's got something that they would like you to pray for. Jeder hat irgendwas, worum er gerne beten möchte. Once they tell us what that prayer is,
Nachdem sie uns gesagt haben, was dieses Gebet sein soll, you know what the need is. wisst ihr, was das Bedürfnis dieser Person ist. And then you can respond to that need. Und dann könnt ihr darauf reagieren. Okay. The second question that we ask them is we say, do you perhaps have a question? Die zweite Frage, die wir stellen, ist, hast du denn irgendwelche Fragen? In terms of everything that is happening around you, do you have a question? Von all den Dingen, die um dich herum gerade passieren, hast du dazu Fragen? And they do. Und das haben sie. They ask questions. Sie fragen Fragen. And we answer them from a biblical perspective. Und wir antworten sie aus einer biblischen Sichtweise. And we do have all the answers, by the way. Und tatsächlich, wir haben alle Antworten. Politically, Daniel 2. Politisch, Daniel 2. Financial, stewardship. Finanziell, Haushalterschaft. All of the disasters going on in the world, All diese Unglücke, die auf der Welt passieren. Matthew 24. Matthäus 24. They've got problems with health, Sie haben gesundheitliche we've got the Probleme, health message. Gesundheitsbotschaft. And so we can continue. Und so können wir weitermachen. We have the answers. Wir haben alle We can Antworten. supply the answers. Wir können damit That's the dienen. nice thing about it. We can supply the answers. Das ist ja das Schöne, wir können die Antworten geben. And the third question we ask, Und die dritte Frage, die wir fragen, would you like to have Bible studies? möchtest du gerne Bibelstunden haben? That's more direct, Das ist ziemlich direkt, but believe me, we get a lot of people that say, yeah, I want Bible studies. aber auch da viele Antworten mit Ja, möchte ich gerne. So those are the three things. That's how we go to the marketplace. That's what we put out in the marketplace. Also das sind die Dinge, mit denen wir auf den Marktplatz von heute And gehen. depending on who we want to target, we change the picture. Und je nachdem, mit wem wir sprechen möchten, ändern wir So das if we Bild. want to target teens, Wenn wir zu Teenagern sprechen möchten, we have teenagers on the photo. haben wir Teenager auf dem Foto. If we want to target young people, we've got young people, young adults on the photo. Wenn wir mit jungen Erwachsenen sprechen wollen, dann haben wir junge Erwachsene auf dem Bild. When we want to target adults, we have like a married couple or people that are in their 30s, 40s, round about there. Und wenn wir mit Erwachsenen sprechen wollen, dann haben wir vielleicht ein Pärchen zwischen 30 und 40. And if we want to target the elderly, we put older people on there. Und wenn wir mit den älteren Semestern sprechen wollen, dann machen wir Bilder vom älteren And we've Semester. made a study of which pictures attract attention. Und wir gucken, welche Bilder bringen Klicks, Aufmerksamkeit. So when we do cell phone evangelism with you, we give this all to you in a pack. Also wenn wir mit euch Handy-Evangelisation machen, dann geben wir euch das alles in einem Paket. And it's editable. Und es ist editierbar. So you can change the words from English to German or to Spanish or whatever the language is that you need to do it. You can change it. It's available. Also ist es möglich, die Sprache einfach zu ändern, die Worte zu ändern. And you can also change the picture if you think that a Japanese or a Korean or a African or an Indian or whatever will respond better to a photo from that country. You can put that photo, but now you know how the photo should look like, more or less. Und ihr könnt auch das Foto verändern und ihr könnt das Foto zum Beispiel adaptieren, dass halt, wenn ein Afrikaner drauf sein soll oder ein Koreaner oder was weiß ich, aber ihr wisst schon mal grob, wie das Bild dann aussehen soll. So this is all part of the package. Das ist also alles Teil des Pakets. Aber the nice thing is we put our whole marketing department at your exposure and we do the marketing for you and we pay for it as well. was wir aber noch zusätzlich machen, unsere Marketingabteilung kümmert sich um die ganzen Sachen und hilft euch dabei und wir zahlen das. So that's the nice thing. So that's Das ist how doch we schön. go to the marketplace. So gehen wir an den Marktplatz. So there they are. There's those questions. Would you like someone to pray for you? Do you have a Bible question? We also throw in, are you concerned about the future? But that's the same as a question. Are you interested in Bible prophecy? It's the same as a question. Would you like to live more healthy? It's all questions that are related to those three anyway. Also das sind so die Fragen, die wir stellen. Möchtest du gerne, dass wir für dich beten? Oder hast du eine biblische Frage oder eine Frage über die Bibel? Hast du Bedenken und Ängste über die Zukunft? Bist du denn in der biblischen Prophetie interessiert? Und möchtest du wissen, wie man gesünder lebt? So in our research we found out good picture, very few words. Was wir herausgefunden haben, gutes Bild, wenig Text.
Okay, so we're still applying Christ's method. Also wir wenden immer noch die Methode Christo an. So we show sympathy and minister to their needs by responding to their requests and praying for them consistently. Also wir bringen ihnen Sympathie entgegen und wir helfen ihnen in ihren Bedürfnissen und wir beten konsistent. So how do we do that? Wie machen wir das? We have an app and we get you to download the app. Wir haben eine App und die Leute sollen die runterladen. And we will see how it goes. Maybe in the second session towards the end, maybe I'll let you download the app and then we'll activate you for those of you who are interested. Und in Teil 2 werde ich die interessiert sind, werden wir das gemeinsam runterladen und euch anmelden und dann zeigen, wie das funktioniert. But on that app, I have my connections. Auf meiner App, da habe ich meine Verbindungen. And on my connections, I can then see what they want me to pray for. And then I can set up a prayer list with reminders. And my cell phone will remind me, hey, you ought to pray for so-and-so. And this is the question that they want you to pray for. Und was ich mit meinen Kontakten machen kann, ist, die geben mir Gebetsanliegen und mein Handy gibt mir eine Liste an diesen Gebetsanliegen und erinnert mich sogar daran, wann ich für wen was bitten soll. So I pray for them, obviously. Also kann ich tatsächlich für sie beten. And once I pray for them, I mark it off, and then it goes back. And depending on what the prayer request was, maybe it was just a one-time prayer, maybe it's a thing that I would have to pray for more regularly. It'll be scheduled like every day, every third day, maybe once a week or so on. But it'll automatically go back in the queue and come up whenever I need it to pray for that specific request. Und wenn ich das Gebet gebetet habe, dann kann ich das abhaken, dann kriegt der andere sogar eine Nachricht und es kann sein, dass ich für was einmalig beten soll oder öfter, dann wird das halt jeden Tag, alle 2 Tage, alle Woche mal gemacht. Now it doesn't matter what platform the person out there is using. Es macht übrigens nichts, welche Plattform der da draußen nutzt. That's why I laughed at the Japanese. Deshalb habe ich auf die Japaner gelacht. They didn't know, even if they were using Line, it would come to my app. Sie wussten nicht, selbst wenn sie Lime verwenden. So whether das it's kommt auf meine Line or App. WeChat or QQ or YY or whether it's SMS or whether it's Messenger or whether it's WhatsApp or Viber or Telegram, it doesn't matter. It comes to my app. Egal welches Messaging-Programm ihr nutzt, es kommt auf meine App. Even emails come to my app. Sogar E-Mails. And then when I answer, it goes back to the platform that they're talking to me on. Und wenn ich darauf antworte, geht das auf die Plattform zurück, die sie genutzt haben. So it doesn't matter what they're using. Also es ist egal, was sie nutzen. Okay? Now, when I have that request, and it's like, I had a request to give you a simple example. It was a mother who asked me to pray for her son who was writing his final school exams. And it was like a couple of months before the school exams. So I prayed with the mother, and then I asked her about the child's preparation, and then I was praying, and then I followed up all the time. How do I follow up? Well, it's easy. I've got everything on my app. So I just write her a note, or I send her a voice note. And I say, hey, I'm praying for your son, remember? I want to know, how's he doing? How's his preparation going? Also es ist so, ich sehe das Gebetsanliegen und ich kann darauf antworten. Und als Beispiel, ich habe für eine Mutter gebetet, die wollte, dass ihr Kind gute Noten in der Abschlussprüfung macht. Und es war schon einige Monate noch davor. Und wir haben uns unterhalten, haben zusammen gebetet. Ich habe gefragt, wie läuft es denn mit der Vorbereitung? And the response is just like absolutely mind-blowing. Und die Antworten, die sind einfach, wow. They say, wow, you really praying for my son? Und sie hat gesagt, du betest wirklich für meinen You Sohn? know, we used to those lot of Christians in church. When we ask them to pray for us, they say, yeah, yeah, yeah. When they walk out the door, they don't even know who it is that asked them. They have got no idea what they should pray for. Und wir waren schon in der Gemeinde und in der Kirche und haben gefragt, könnt ihr für meinen Sohn beten? Und die sagen, ja, machen wir. Sind aber schon zur Tür raus, wussten noch nicht mal, worum es geht und so weiter. But you remember. Aber du hast dich daran erinnert. And you following up. Und du hast sogar nachgefragt. Say, yeah, I love you. You're my sister. Und ich sage, natürlich, ich liebe dich, du bist meine Schwester. So how's your son doing? Also, wie geht's deinem Sohn? And they say, no, he's doing well. Und sie sagen, nein, super. Okay, I'm keeping praying for him. Sag ich, toll, ich bete weiter für ihn.
And a couple of months later I said, oh, he must be preparing for his exam now. How's his stress levels? Und ein paar Monate später habe ich gesagt, er muss sich jetzt auf die Prüfung richtig vorbereiten. You wie still sein praying Stresslevel. for my son? Was, du betest immer noch für meinen Sohn? Yeah, I'm Ja, praying. ja, tue ich. How's he doing? Oh, he's doing well. Wie geht's ihm? Alles gut? Okay. Super. When he wrote his exam, Als er seine Prüfung geschrieben sent her a hat, message. habe ich ihm eine Nachricht geschrieben. Remember last time I asked you for his timetable? I noticed that he's written science. How did it go? Erinnerst du dich noch, als ich gefragt habe nach seinem Stundenplan? Er hat Wissenschaft aufgeschrieben. Da wollte ich fragen, wie ist das gelaufen? By this time, you can imagine, if I ask that lady, does she want Bible studies, what's she going to tell me? Und zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, dürft ihr dreimal raten, was er gesagt hat, wenn ich gefragt habe, willst du vielleicht Bibelstunden haben? Yeah, she's going to accept those Bible studies. Ja, das akzeptiert sie. Sie möchte welche. And this particular case, the son passed his exams. Und in diesem Fall hat er seine Prüfung bestanden. So when they gave me the report that he passed his exams, I didn't say, okay, thank you very much, I'm going to stop praying for you, I won't see you again, thank you, bye-bye. Und es war nicht so, dass wir gesagt haben, so, jetzt hast du bestanden, jetzt beten wir nicht mehr für dich, ciao. At that point in time, I did something very interesting. I said, wow, Jesus answered your prayer. Und dann habe ich etwas gesagt wie, wow, Jesus hat dein Gebetsanliegen erhört, dein Gebet erhört. Not mine. Nicht meines. By the way, it isn't my prayer, is it? Übrigens, es ist nicht mein Gebet, richtig? They asked me to be the instrument. It's Sie not haben, my mich, prayer. Sie haben mich nur gefragt, ein Instrument zu sein, aber es ist nicht mein Gebet. It was the mother's prayer. Es war das Gebet der Mutter. She wanted me to pray. Sie wollte, dass ich bete. And now I tell her it's your prayer that was answered. Und jetzt sage ich ihm, es war sein Gebet, das erhört What am I wurde. doing here? Was tue ich hier? I'm making that vertical connection, the relationship between Jesus Christ and her. Ich mache diese vertikale Verbindung zwischen Jesus Christus und der Person. I want you to know that whatever you ask Jesus, he will answer you exactly like he's answered me, because this is your prayer anyway. And he's listened, he's answered your prayer. Now you can trust him. Jesus ist da, er beantwortet deine Gebete und das hast du jetzt selber erfahren. Und du kannst ihm vertrauen, weil es braucht nicht mich, es braucht ihn, um die zu erhören. So when you go through something like this with a person, can you understand that when you ask them, do they want Bible studies, they'll accept it. If they see that this relationship has gone into a position where there has been a prayer answered, do you think that they will trust Jesus and say yes when you make a call and say, wouldn't you like to accept Jesus as your personal Savior? Of course they will. Und wenn sie so eine Erfahrung gemacht haben, dass Gebete erhört wurden, dass sie Ja sagen zu Bibelstunden, dann könnt ihr darauf wetten, dass sie ihn auch als persönlichen Erlöser annehmen werden. So all I've explained to you is up there. You win their confidence by building a friendship over time. Also alles, was ich euch erzähle, steht auch da oben. Wir versuchen über Zeit eine Freundschaft aufzubauen. And then after gaining their trust, prayerfully you invite them to study the Bible. Und nachdem du ihr Vertrauen gewonnen hast, betest du darum, dass sie Bibelstunden mit dir machen. And at some point in time, we invite them to a reaping event. Now, let me explain that to you. Und dann, zu gegebener Zeit, laden wir sie zu einem Ernte-Event ein. So, I'm not sure whether you have heard about Christ for Europe. Have you heard about that? Habt ihr schon mal für Christus für Europa, Christ for Europe gehört? Handzeichen bitte. Okay, 1, 2, 3, couple. Okay. 1, 2, 3 Leute, ja. So, Christ for Europe is an initiative that is run together with the General Conference and the divisions and ASI and the unions and the conferences. It's a collective idea that we want to try, and in May and in November we want to do evangelistic campaigns in Europe, and we have targeted 1,000 sites simultaneously. We want to do evangelistic series, presentations, in 1,000 places in Europe simultaneously. Also Europa für Christus, das ist eine Aktion, die mit der Generalkonferenz und der Division und ASI und verschiedenen Vereinigungen zusammen gemacht wird. Und an über 1.000 Orten gleichzeitig soll im Mai und im Oktober?
May and in October. Yeah. Also im Mai und im Oktober, das gemacht werden und so viele Leute erreicht werden. When we started off, our target was 1,000. Also am Anfang haben wir über diese 1000 gesprochen. At this point in time, we already have 1,400 sites. Und jetzt stehen schon 1400 Orte, an denen das gemacht werden soll. And more people are making decisions. Und immer mehr Leute machen Entscheidungen dafür. So it's going to be big. Also es wird groß. It's going to be massive. Es wird riesengroß. Now, if we're going to do that, we need to get people into a hall or a center or a church where we can do the lectures, right? Also wenn wir das machen, dann brauchen wir ja Orte, wo wir die Vorträge halten können, richtig? And how are we going to get them there? Und wie kriegen wir die? We're going to get them there by teaching you how to do cell phone evangelism so that you can do cell phone evangelism, build up those friendships so that when we get to March, we already have so many contacts on an invitation list that we can send out those invitations and say, join us for a reaping campaign. Okay, also die Frage ist, wie kriegen wir Or diese join ganzen, us for a series of lectures. die Frage ist, wie kriegen wir diese ganzen Räume voll? Und das ist einfach, wenn wir unsere Handys nehmen und mit den Leuten beten und ihnen Bibelstunden geben und sie vorbereiten, hey, wir haben da eine Veranstaltung, du bist herzlich eingeladen, dass wir schon die Listen voll haben. When we do this on cell phone evangelism alone with a church, we first have an online reaping campaign. Also wenn wir das nur mit der Handy-Evangelisation machen, dann haben wir so eine We'll Online-Ernte-Veranstaltung. do this via Zoom. Das machen wir mit Zoom. And then from there onwards, we will then have a physical campaign within a church. Und dann werden wir eine physische Kampagne starten in der Gemeinde. But the people coming to the church will basically people who are already all baptism ready. Also, aber die Leute, die dann in die Gemeinde kommen, die sind eigentlich schon tauffertig. That's just like giving the people the opportunity to meet them, for them to meet us, and to really get to connect and maybe have some questions answered and so on. That's just sorting out the finer little details. Also das ist eigentlich nur noch ein Kennenlernen-Event, dass man sich mal auch live sieht, dass man vielleicht noch die letzten Fragen beantworten kann. We followed this approach in Papua New Guinea Also wir haben das in Papua-Neuguinea schon versucht, when COVID struck. als Covid anfing. So in 2020, when we were going to have the campaign in Papua New Guinea, we couldn't go because everybody was in lockdown. Also in 2020, wo wir die Kampagne machen wollten, konnte niemand hin, weil wir Lockdown hatten. But the Papua New Guineans went on and followed the plan by doing an online campaign. Aber die Papua-Neuguineaner haben gesagt, wir machen die Kampagne so, wie wir sie online haben. Guess what was the last figure that I've received on how many people have been baptized since January 2020 up to now? Ratet mal, was die letzte Zahl ist, die ich mitgekriegt habe. Die Anzahl der Taufen von Januar 2020 bis jetzt. Take a flyer. Einfach eine Nummer sagen. 2000. 350,000 people 350.000 Leute. baptized. Taufen. Not our method. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. It's the method of Jesus Es Christ. ist die Methode Christi. It works. Und sie funktioniert. It's his method. So einfach ist das. So, people all over the world are hurting. They have heartfelt prayer requests. They want a reason to hope for the future. They want answers to critical Bible questions. And we need to meet them where they are on their cell phones. Menschen sind verletzt. Sie haben Fragen um das, was um sie ist. Sie haben Gebetsanliegen. Und wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Nämlich in ihren Handys. So meeting people where they are, let's take a look at it. There's 4, that figure, smartphones in the world. There's probably now more. That was about a month ago, beginning of December. That's the figure at the beginning of December. Also Anfang Dezember hatten wir 4 Billionen Handys. They're powerful two-way radios. Also genau, sie sind starke Zweiwegradios.
People spend 3 to 6 hours per day on their phones. 3 bis 6 Stunden verbringt im Durchschnitt jeder an seinem Handy. The relative anonymity, this is Spears and Lear, this is research done in 1994. The relative anonymity of internet communication may allow individuals to take greater risks in making disclosures to their internet friends than they would with someone they met in a more traditional anonymous setting. Under the protective cloak of anonymity, users can express the way they truly feel and think. Also 1994 hat Spears und Lear herausgefunden oder die Vermutung aufgestellt, dass durch die Anonymität des Internets die Leute tendenziell offener sind gegenüber Fremden, als sie das in einem anonymen Setting aber live wären. And I can tell you this for a fact, that is so. Und ich kann euch sagen, das ist so. Because the questions that I get from people that have got no idea who I am, Weil die Fragen, die ich bekomme von Leuten, die nicht wissen, wer ich bin, that's like, you know, you can't believe it. ihr werdet es nicht glauben. It's like really open, you know. Es ist wirklich offen. If I can give you one example, a gentleman wrote me and he said he's married, he's got 2 kids, but he actually thinks he's homosexual and he wants to know, should he tell his wife or shouldn't he tell his wife? And what about his kids? Ein Beispiel. Ich wurde angeschrieben von einem jungen Mann, Frau, 2 Kinder und er hat gesagt, du, ich glaube, ich bin schwul. Soll ich es meinen Kindern, soll ich es meiner Frau sagen? I'm a stranger, Ich bin ein total Fremder, stranger. völlig Fremder. But somehow he thinks he can ask me that question. Aber irgendwie denkt er kann mir diese Frage stellen. And somehow Jesus thought that was a good question to ask me. Und irgendwie dachte Jesus, das ist eine gute Frage, die er ihn fragen kann. So because I love him, I have to answer him. He's my brother. Also antworte ich ihm, er ist mein Bruder. Doesn't matter who he is. Es macht nichts, wer er ist. Ellen White says in Testimonies, Volume 6, she says, it doesn't matter to what depths the sinner has sunk, there's still the possibility of him being saved. Im 6. Band der Zeugnisse schreibt Schwester White, es ist egal, wie tief der Sünder gefallen ist. Es gibt Ausweg daraus. In McKenna and Barge in 2000, the study says, if individuals do share more intimate confidences and do so earlier in a potential internet relationship than in a potential real-life one, internet relationships should develop intimacy and closeness more quickly than do online relationships. Okay, also die Studie von McKenna und Barg im Jahr 2000 zeigt, dass Online-Beziehungen schneller intim werden und intime Sicherheit bieten, als wenn sie sich offline, also in der echten Welt treffen, 2 Menschen. Now I want to explain something to you and maybe I'm going to step off the stage. Und ich möchte euch was erklären und vielleicht gehe ich auch runter. I won't hurt myself, right? Und er hat es geschafft, Okay. dann schaffe ich das auch. What happens when I come close to you like this? Was passiert mit dir, wenn ich so nahe How do you komme? feel? Wie fühlst du dich? It's not quite nice, right? Es ist nicht Because so I'm schön, getting into your richtig? private space. Weil Is ich that in deine right? Privatsphäre eindringe. Now you are a man still and I'm a man. Imagine if I do this to you. It will be much more uncomfortable, wouldn't it? Du bist ein Mann, ich bin ein Mann, Right? das ist schon okay, aber stell dir vor, ich mache das mit dir. Das Yeah. wäre doch unangenehm, It'll oder? be even more uncomfortable, right? Sogar noch mehr. Because there's this bubble Weil- around you. That's your private space. It might be this big, it might be that big, doesn't matter. But there's this bubble. Wir haben And when I diese, move into that bubble, you don't feel good. also wir haben diese Blase um uns rum. Manche sind größer, manche sind kleiner. Aber wenn jemand Fremdes diese Blase betritt, das fühlt sich nicht gut an. And with COVID, that's even worse now. That's like 2 meters. Und bei anderen, das ist die 2 Meter groß. Okay, now I'm going to show you something else. Jetzt zeige ich euch noch was. This I learned on the radio, by the way. Not on the phone, I learned this on the radio. Das hier ist vom Radio, nicht vom Handy. How close can I get? Wie nah kann ich ran? That close. So nah. I can touch you. Ich kann es berühren. And you're not threatened at all. Und du bist noch nicht mal angegriffen, nix. So what happens with intimacy? Can you understand that? Also, was passiert mit der Intimität? Versteht ihr, was ich meine? I learned this on the radio when I was broadcasting on the radio. Also ich habe das übers Radio verbreitet.
one day I was sitting at an outside broadcast, Also einmal saß ich draußen in der Sendung and a man and his wife came along and they came to meet me. und ein Mann kam mit seiner Frau, um mich zu treffen. And then the man says to me, "You wouldn't know how privileged you are." Und er sagt, du weißt gar nicht, wie privilegiert du bist. I said, "What do you mean?" Ich meine, was meinst du damit? He says, "My wife takes you to the bathroom with her." Und er sagt, meine Frau nimmt dich mit ins Badezimmer. Really? She says, "Yes, in the transistor radio. She's got the radio right there. She's bathing, but she's listening to you." Und sie sagt, und er fragte wirklich, und sie sagt, ja, sie nimmt das Radio mit ins Badezimmer, wenn sie sich wäscht und alles, aber hört dir zu. So I got the message. Also, ich habe diese Botschaft verstanden. Now with a handy, that's even more so. Mit dem Handy ist es noch mehr so. So you can develop this intimacy, you can develop this trust relationship, you can develop this relationship so much quicker. Of course, that's dangerous too. Also du kannst diese intime, enge Beziehung viel schneller machen, aber es ist natürlich auch gefährlich. And of course, that's why it's the devil's instrument. Deshalb ist es auch ein Instrument des Teufels. So of course, we dedicate our instruments to God. Natürlich weihen wir unsere Geräte für Gott. And we've got to be very careful. So when we do cell phone evangelism, I've got levels of control on it. So we've got the cell phone evangelist, we have got a leader, we have a team leader, and we have a campaign manager. And the leader has insight over the cell phone evangelist, and the team leader has insight over all of them, and the campaign manager has insight over all of them. And if we see any conversation going a little bit skew, we can take that person off immediately. Und deshalb ist es natürlich auch eine große Gefahr dahinter. Deshalb haben wir einfach Absicherungsmechanismen. Wir haben den Evangelisten selber, dann haben wir einen Teamleiter darüber, einen Regionalmanager und was weiß ich. Und die nächsthöhere Position kann jeweils die nächstniedrige Position überwachen und gucken. Und wenn man sieht, oh, da geht irgendwas schief, kann man es sofort rausnehmen. Of course, it's not only for the control, it's not only for the safety and the security sake of it, but also we need to give people guidance and we need to assist them and help them. Und das ist nicht nur, um zu kontrollieren und für die Sicherheit und so weiter, sondern wir müssen die Leute ja auch unterstützen und ihnen helfen. Because he might be busy working with somebody, but he's also busy with his normal work and so on. And so when he gets a response, maybe he just misses one little line in that response. Und wenn er ist beschäftigt mit der Person, aber hat seine anderen Arbeiten auch noch und er beantwortet eine Sache, aber eine kleine Sache in der Anfrage hat er jetzt überlesen. And so, because I have got oversight, I can see this. I can see in his answer, he missed that. Und weil ich Übersicht habe über seine Sachen, kann ich sehen, oh, das hat er verpasst. And so I can talk to him directly without his student knowing, and I can say to him, Boris, you know what, just go and look at that conversation. You missed the spot. You should make a call. This person is right to make a call. Make the call now. Und ich kann sagen, du Boris, du hast da die kleine Sache übersehen und ich kann das sagen, ohne dass es der Schüler mitkriegt und kann sagen, hey, das hast du übersehen, ruf den an, klär das. So it's assisting and helping. Also ist es helfen so that nothing falls through the cracks. Und beistehen, dass nichts durchs Raster fällt. At the same time making sure of security. Aber gleichzeitig auch um Sicherheit darzustellen. Okay. Oscar Wilde said, man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth. Oscar Wilde hat gesagt, ein Mensch wird niemals so sein, wie er wirklich ist. Gib ihm aber eine Maske und er wird sein wahres Ich preisgeben. So we hear a lot of truth from people. Wir hören also eine Menge Wahrheit von We Leuten. hear the real thing. Wir hören das, worum es wirklich geht. And there's sometimes disturbing real things. Und manchmal ist es wirklich erschreckend. I'm not talking about psychologically perverted people. Und ich rede nicht über psychisch perverse Leute. Let me give you an example. Lasst mich euch ein Beispiel geben. I have a very, very nice Pakistani lady in Bangkok. Ich habe in Bangkok eine wirklich nette pakistanische Dame. Young lady. Junge Dame. They fled, the whole family fled out of Pakistan because there is persecution, religious persecution there.
Die ganze Familie ist aus Pakistan geflohen, weil dort religiöse Verfolgung herrscht. And they left Pakistan for the simple reason that what happens in Pakistan is if you've got a young girl and that young girl becomes 8, 9, 10, something like that, a Muslim family will come and say they want to marry that girl and you're not allowed to say no. And when the girl marries that man, she must convert to Islam. Also es passiert Folgendes, wenn du als christliche Familie bist und ein Mädchen so 8, 9, 10 wird, dann kommt eine muslimische Familie und sagt, wir möchten die gerne heiraten. Man darf nicht Nein sagen und sie muss dann konvertieren. So they left Pakistan Also, to make sure that their daughter doesn't fall into that kind of problem. also deshalb haben sie Pakistan verlassen, um sicherzustellen, dass die Tochter nicht diese Art von Problem This young kriegt. lady is now 22, Diese junge Dame ist jetzt 22, but now they live in Bangkok. aber jetzt leben sie in Bangkok. I trained her to be a cell phone evangelist. Ich habe sie ausgebildet, ein Handy-Evangelist zu werden. And she does cell phone evangelism in Pakistan. Und sie macht Handy-Evangelisation in Pakistan. She's safe because she's out of the country, Sie ist sicher, weil sie außerhalb des but we Landes can ist, still reach the people that needs to be reached. aber kann immer noch die erreichen, die erreicht werden müssen. And what we get in response from there is sometimes pretty disturbing. Und was wir da manchmal als Reaktion bekommen, ist We have manchmal got verstörend. no idea what those people are going through. Wir haben keine Ahnung, was die Leute durchmachen. The same thing applies to North Korea, Dasselbe gilt für Nordkorea to Bangladesh, und Bangladesch, Nepal, in Cambodia, Kambodscha, and danke, a number Nepal of other countries und that I can anderen tell you Ländern. about. So, those people tell us the truth, Diese Leute erzählen uns die Wahrheit. and they say, this is my situation, this is my problem. Und sie sagen, das ist die Situation, in der ich bin, das ist mein Problem. And remember, we love them, Und denkt daran, wir lieben sie and we have to pray for them. und wir müssen für sie beten. So we meet people where they are. Also wir treffen Leute da, wo sie sind. It is through the social relationships that Christianity comes in contact with the world. That's Ministry of Healing, page 291. Also im Ministry of Healing, in den Fußspuren des großen Arztes, auf Seite 291 im Englischen steht, durch die sozialen Interaktionen und Beziehungen kommt das Christentum in die heutige Welt. So, what is the problem? Was ist das Problem? Everything that I've told you now sounds good. Alles, was ich euch bisher erzählt habe, klingt doch super. So, can I get the requests? Also kann ich diese Anfragen bekommen? How Also can I manage these requests? Wie kann ich sie organisieren? How can I chat directly with the people on their preferred chat platform? Also wie kann ich mit den Leuten direkt sprechen über ihr Lieblingsmedium? How can I remember to do the follow-ups? Also wie kann ich dran denken, die Nachbearbeitung? How can I keep track of the prayer requests? Wie kann ich die Gebetsliste überwachen? How can I answer their difficult Bible Wie questions? kann ich schwere biblische Fragen beantworten? With the AWR cell phone evangelism app. Mit der AWR Handy-Evangelisations-App. How's our time going? I don't know. It's 3:11. How's our time going? I know Wie we've lange, got two wie sessions. lange haben but- wir noch für den Workshop? Noch eine halbe Stunde? 5 Minuten und dann die nächste. So Okay. maybe this is a good time to break. Maybe I should ask you if you've got questions up to now, and in the next workshop I'll continue with the cell phone evangelism app. Okay, wir machen das jetzt so, wir machen gleich eine Pause, wir nutzen die Zeit jetzt noch, die wir haben für Fragen und im nächsten Teil zeige ich euch, wie die App dann aussieht. Yeah. Okay, so any questions from your side? Gibt es irgendwelche Fragen von eurer Seite aus? There's a young man. Yep. Okay, die Frage war für die Evangelisation im Mai und Oktober, gibt es da schon Flyer? Are there already flyers and info material for the evangelization in May and October here in Europe? We do have many of the material planned. I have got, on the cell phone evangelism side, we have got a very nice little thing that we make available.
It's got all the training material on there, all the PowerPoint presentations, all the PDF files, all the marketing material, everything that you would need for cell phone evangelism is on there. I know that people are busy at the moment. There are committees in various places where the unions have set up committees that are working with us, and I know this is happening, and I know that the training is going to start being rolled out. I am flying from here to our Center for Digital Evangelism to get our Center of Digital Evangelism worked out, because follow-ups that are too much for the people in there will be directed to our Center for Digital Evangelism so that we can make sure that everybody is followed up and done. Then from there I'm going to Croatia, which is already committed to 120 sites. There are only 70 churches in that country, but they're going to have 120 sites. And we're spending time there from next Wednesday for a week to train them. And then I'm going to Hungary to train people in Hungary, and Louis Torres is going to the United Kingdom to train people in the United Kingdom. And then we're going to France, and I believe Bulgaria, and I believe Portugal and Spain. So I do know that it's being rolled out, and I know from Gabriel that Germany is on board. I know that. We just need to find out exactly how many. But we are in contact, and we are talking and discussing this. So training for Germany will be very, very shortly, starting to be rolled out in the conferences, yeah. Also ich kann natürlich alles jetzt wortwörtlich wiederholen. Er hat schon viel Material, er hat noch keine direkten Flyer. Es liegt daran, er hat schon alle Unterrichtsmaterialien und so weiter, das kann man sich alles schon runterladen. Er fliegt jetzt zusammen mit dem Louis überall in ganz Europa herum, um die Leute auszubilden, um das fertig zu machen. Auch Deutschland ist mit an Bord. Da ist ASI der richtige Ansprechpartner. Und sobald dann die genauen Daten stehen, wird das auch veröffentlicht. Man kann es runterladen, man kann es nutzen. Yeah. And Switzerland? Yeah, I believe they are. Austria too. I believe there's already some sites in Austria that has been dedicated. Also ich meine, dass auch in der Schweiz und in Österreich die Sachen schon anlaufen. Yeah. So I know that Czechoslovakia as well. I know that's on. Yeah, I know there's quite a, and the Ukraine is on, Moldova is on, Belarus is on. I was going to go to Belarus. I was going to fly to Belarus, but they warned me not to go because of, I don't know, they scared maybe my safety, I don't know. Also auch in den östlichen Ländern, also Tschechien, Slowenien, Slowakei, Belarus, Polen, da laufen die ganzen Sachen an. Ich sollte eigentlich nach Belarus gehen, aber die sagen, da gibt es jetzt Sicherheitsprobleme. Yeah. So it's very definitely going to be good. Gabriel. Okay, können Sie da über dich kommunizieren? Perfekt. Also Gabriel Maurer von ASI sagt gerade, man soll nicht warten, bis von oben man auf einen zukommt, sondern wenn du Interesse hast, wenn deine Gemeinde Interesse hat, sprecht den Gabriel einfach direkt an per E-Mail, hey, wir haben Lust, das zu machen, und er managt das, dass ihr das Infomaterial alles bekommt. Yeah. The translations, the German translations on the sermons is already done. The cell phone evangelism sermons are already recorded. Susanna recorded them. It's a lady's voice. Very nice. So all of that's done. It's all ready. Also alles Material ist übrigens schon übersetzt. Auch die Tonaufnahmen von Susanne sind die gemacht worden. Ist schon da. Es ist alles fertig. Yeah. And I'm not 100% sure, but I even think that the app is already available in German too. Ich bin nicht 100%ig sicher, aber ich glaube sogar die App gibt es schon auf Deutsch. More questions? Mehr Fragen? Okay, then let's have a break. Stretch your legs, go to the bathroom, drink some water, Super. run around the church, and then we'll see you back and start talking about the app. Dann machen wir jetzt eine Pause, vertreten wir uns die Beine, erfrischen uns, gehen nochmal auf Toilette und dann sprechen wir gleich über die App.